Hallo liebe Hightech-Androiden, in diesem Video möchte ich euch einen ganz besonderen Messenger genauer vorstellen. Und zwar ist das DeltaChat, von dem ihr vielleicht bisher noch nie etwas gehört habt. DeltaChat unterscheidet sich dabei grundsätzlich von anderen Messengern, die ihr bisher möglicherweise kennt und auch schon nutzt, wie zum Beispiel Signal, Telegram oder Matrix. Denn DeltaChat verwendet als Basis das klassische E-Mail-Protokoll. Es nutzt also E-Mails, schickt E-Mails hin und her, um Chatnachrichten auszutauschen. Ich habe mir auch erst gedacht, wie soll das funktionieren? E-Mails sind doch viel zu lahm, aber es funktioniert tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Und der Vorteil ist, wenn du E-Mails verwendest, dann können auch Standardtechnologien wie zum Beispiel GPG für die Verschlüsselung zum Einsatz kommen. Und GPG ist eine Verschlüsselungsmethode, die schon jahrelang erprobt ist und wirklich das sicherste ist, was du einsetzen kannst. Mit DeltaChat hast du daher aus meiner Sicht einen der sichersten, wenn nicht den sichersten Messenger, den du überhaupt verwenden kannst. Doch bevor ich hier DeltaChat genauer vorstelle, möchte ich dir noch ganz kurz ein paar Neuigkeiten zu meiner Linux-Distribution SpaceFun mitteilen. Dazu kannst du einfach hier auf meine Webseite spacefun.ch gehen und klickst dann hier hinten auf diesen kleinen Kürbis. Den findest du allerdings nur in der Saison rund um Halloween, also bis zum 31. Oktober ist der hier zu finden. Und wenn du da draufklickst, dann kommst du auf eine neue Webseite und dort findest du die speziell für dich erstellte Spooky Season Edition von TuxWiz und die kannst du ausnahmsweise kostenfrei herunterladen. Wie üblich basiert dabei auch die Spooky Season TuxWiz Edition auf Debian in der Rolling-Variante, also Debian SID, und kommt mit dem IceVM leichtgewichtigen Window Manager IceVM daher. Sie ist ausgestattet mit ganz vielen tollen, freien Open-Source-Spielen und Shareware-Klassikern, die du vielleicht schon kennst, wie zum Beispiel Quake, aber auch Descent. Ich zeige dir das gleich aber genau nochmal im Detail. Jetzt geht es aber um den Messenger DeltaChat und den möchten wir uns jetzt auch mal genau anschauen. Dazu gehen wir hier auf die Webseite des Projektes, die heißt delta.chat und klicken dort auf den Punkt Herunterladen. Hier wird als nächstes hier schon direkt mein Betriebssystem erkannt, GNU Linux, das ist also richtig. Wir verwenden hier Linux, aktuell SpaceFun in der LXQT-Variante und hier kann ich dann auch schon die Installation ausführen. Hier wird mir standardmäßig empfohlen, die Installation über sogenannte Flatpaks durchzuführen. Das kann ich hier auch mal genauer anschauen. Flatpaks haben den Vorteil, dass du sie ganz schnell aktualisieren kannst und dort immer die neueste Version findest. Dazu klicke ich hier auf den Install-Button und kann dann hier sagen Install und sage aber Manual Install. Als allererstes müssen wir aber mal die Setup Instructions befolgen, falls das noch nicht geschehen ist. Dazu klicke ich hier auf Debian, denn SpaceFun basiert auf Debian. Falls du eine andere Distribution verwendest, kannst du die natürlich hier auch auswählen. Als allererstes würde hier mal Flatpak installiert werden. Installiert ist es aber bei meiner Linux-Distribution standardmäßig schon. Du musst also nur noch dieses FlatHub Repository hinzufügen und wie das genau geht, das wird hier aufgelistet. Diesen Befehl kopiere ich mir mal und füge ihn hier ein. Ich passe ihn aber noch etwas an und zwar füge ich hier eine weitere Option hier nach Remote Add hinzu und zwar die Option --user. Die stellt sicher, dass all meine Flatpaks nur in meinem Home-Verzeichnis installiert werden und nicht über das ganze Dateisystem verteilt rumliegen. Da habe ich den Vorteil, dass ich so einfach mein Home-Verzeichnis sichern kann und dann auch meine ganzen Flatpaks automatisch schon mitgesichert sind. Das hat er jetzt hier sang- und klanglos gemacht und ich kann dann sofort auch schon mit der Installation beginnen. Dazu gehe ich hier wieder zurück auf Install DeltaChat und führe dann hier diesen Befehl flatpak install flathub aus. Das mache ich jetzt hier im Terminal. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt füge ich den anderen ein. Flatpak install aus dem FlatHub Repository und dann das Paket chat.delta.desktop. Hier findet er schon das DeltaChat-Paket und ich kann das jetzt einfach mit Y bestätigen und dann wird im Hintergrund schon ganz schnell DeltaChat installiert. Wenn du jetzt Flatpak das erste Mal auf deinem System aktiviert hast, kann es sein, dass du dich einmal ab und wieder anmelden musst, bis das neu installierte Programm auch in deinem Startmenü oder in deinem Starter, in deinem Launcher überhaupt erst erscheint. Also darauf musst du einfach achten.
Ich habe mich also jetzt einmal wieder neu angemeldet und finde dann hier unten im Menü auch schon die Anwendung. Delta Chat, da ist sie schon. Und ich kann sie einfach mal starten. Als allererstes könnte ich jetzt hier ein neues Profil erstellen. Dazu klicke ich hier auf den Punkt Neues Profil erstellen und gebe dann hier meinen Namen an. Das wäre jetzt hier Leo. Ich kann jetzt hier Einverstanden und Profil erstellen klicken und dann hast du schon direkt ein Konto. Denn du kannst standardmäßig ein Konto hier auf diesen Servern von nein.testrun.org erstellen. In dem Fall machen wir das auch erstmal. Jetzt macht er das hier im Hintergrund und ich habe hier schon Delta Chat standardmäßig aktiv. Wenn ich jetzt mit anderen Freunden oder der Familie chatten will, dann muss ich nur noch hier diesen QR-Code nachher austauschen oder kann ihn mir hier in Textform kopieren. Das mache ich jetzt mal hier in Textform und schreibe ihn jetzt hier auch in einer Datei, Dokumente, QR-Text und da speichere ich den jetzt mal einfach ab. Damit habe ich diesen QR-Code hier schon mal hinterlegt. Wichtig für dich zu wissen ist auch noch hier unter den Einstellungen, rechte Maustaste auf deinen Avatar Einstellungen, gibt es noch den Punkt Chats und Medien. Dort klickst du einmal drauf und hier könntest du zum Beispiel noch durch Drücken der Eingabetaste werden Textnachrichten gesendet aktivieren. Das habe ich hier noch gemacht. Ich habe das noch ganz gerne. Das kommt darauf an, was du da lieber magst. Dann hier ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Hier unten im unteren Bereich findest du noch den Punkt Backup exportieren. Das empfehle ich dir auf jeden Fall mal zu machen, denn damit sicherst du dein gesamtes Konto. Du wählst hier am besten einen Ordner aus. Ich speichere das hier im Bereich Dokumente ab und schon wird das Backup exportiert. Das solltest du auch regelmäßig nochmal tun. Dieses Backup kannst du dann auch auf anderen Geräten einfach wieder importieren. Dazu musst du es natürlich sicher übertragen. Denn das Backup selbst ist unverschlüsselt. Das musst du wirklich wissen. Diese Backup-Datei ist nicht verschlüsselt. Du musst also, wenn du sie zum Beispiel an dich schickst, per E-Mail, ein sicheres Verschlüsselungsprotokoll wie S-MIME verwenden. Das habe ich in einem anderen Video auch schon mal erklärt. Wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel einfach auf eine Cloud schieben möchtest, wie deine Nextcloud, eine OwnCloud oder irgendwas anderes, dann verwende bitte für diese Datei so etwas wie Cryptomator, um das Ganze zu verschlüsseln. Dann bist du wirklich auf der sicheren Seite. Hier in diesen Einstellungen, ich gehe also nochmal rein, gibt es auch noch etwas weiteres hier unter dem Punkt Erweitert und dort könntest du zum Beispiel auch noch deinen geheimen Schlüssel exportieren. Auch das empfehle ich dir, dann hast du wirklich alle Sachen beieinander. Diese beiden Sachen, also eigentlich sind es 3, denn er exportiert hier standardmäßig auch deinen öffentlichen Schlüssel. Wichtig ist, dass dieser geheime Schlüssel und dein Backup nicht in falsche Hände gerät. Das musst du wirklich sicher aufbewahren. Jetzt haben wir das hier schon mal gemacht. Wir haben also Delta Chat eingerichtet. Wir haben einen QR-Code, den wir jetzt weitergeben können an unsere Freunde, damit die uns auch erreichen. Und jetzt möchte ich natürlich noch ein zweites Gerät einrichten, um das Ganze auch wirklich mal durchzuspielen. Dazu habe ich jetzt hier einmal meine TuxSwiss Rolling Edition, also die TuxSwiss Spooky Season Edition, schon mal für euch hier am Laufen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt hier tatsächlich auch dann nochmal an. Dazu gehen wir jetzt hier wieder auf die Webseite Delta Chat, sagen jetzt hier aber Downloads ohne automatische Updates und ich wähle hier die DEP-Datei. Denn das Projekt stellt auch Pakete für unterschiedliche Distributionen zur Verfügung. Die downloade ich jetzt mal hier und die landet dann nachher direkt schon hier in meinem Home-Folder, wenn es dann fertig ist. Und die kann ich dann ganz einfach installieren über mein Terminal. Und wie das Ganze geht, das zeige ich dir jetzt auch sofort, nachdem der hier die Datei heruntergeladen hat. Ich bin jetzt hier im Terminal schon in meinem Home-Verzeichnis, pwd kann ich das nochmal prüfen, HomeTux, und er hat diese Datei hier standardmäßig heruntergeladen. Da findest du Delta Chat Desktop. Installieren kann ich das Ganze jetzt mit sudo dpkg, Leerzeichen -i und dann den Dateinamen. Ich kann einfach del eingeben und dann die Tab-Taste drücken und dann vervollständigt er mir das Wort. Hier sage ich jetzt Enter, muss natürlich dann mein Passwort eingeben, ist ja klar, muss ich als Root mit Root-Rechten machen und jetzt installiert er mir hier im Hintergrund schon die Applikation. Ich zeige dir jetzt hier parallel nochmal, was du hier alles Tolles an Spielen findest, hier in dieser Spooky Season Edition, die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Und da findest du dann sowas wie Wick Dangerous,
aber auch sowas wie T-World, Taurus Trooper, Space Cadet Pinball, wer früher Windows hatte, der kennt das Ganze vielleicht noch, das auch eingangs erwähnte Quake, aber auch viele andere Applikationen, wie zum Beispiel Goonies, Frozen Bubble und vieles mehr. Auch Descent, Dave Newcomb, da ist sicher das spannende Spiel auch für dich mit dabei. Also das sind wirklich Klassiker, da empfehle ich dir wirklich mal einiges auszuprobieren. Nimm dir die Zeit, am besten auf Hardware. Das funktioniert natürlich in der virtuellen Umgebung nicht so toll. Installiere das Ganze wirklich auf dem alten PC und zock mal die ganzen Sachen hier mal durch, wie zum Beispiel Free Doom, das ist eine Doom-Variante. Jetzt hat er das hier schon gemacht, also installiert ist das Ganze und dann solltest du das nachher nach einer Neuanmeldung hier im Menü im Bereich Delta Chat finden. Das starte ich jetzt mal hier und jetzt kann ich hier auch wieder ein neues Profil erstellen. Das mache ich jetzt mal und sage hier jetzt aber anderen Server verwenden, denn ich möchte dir jetzt auch noch zeigen, wie du Delta Chat mit deinem eigenen E-Mail-Account verwenden kannst. Denn das geht natürlich auch. Nicht mit allen E-Mail-Konten funktioniert das wirklich gut, also mit GMX zum Beispiel geht es nur bedingt, aber ich habe ein E-Mail-Konto, damit funktioniert das ganz normal. Ich sage hier klassischer E-Mail-Login und gebe jetzt hier meine existierende E-Mail-Adresse ein. Das wäre astronaut@spacefun.ch. astronaut@spacefun.ch. Dann kann ich jetzt hier noch mein Passwort eingeben und klicke dann hier auf Erweitert. Denn hier solltest du die Anmeldedaten hier nochmal hinterlegen. Denn er erkennt meistens nicht automatisch, in einigen Fällen schon, aber sehr selten. Ich weiß die jetzt aber hier, falls du die nicht kennst, wie zum Beispiel den IMAP-Server, dann musst du bei deinem E-Mail-Provider nachfragen, wie der heißt. Bei mir heißt der jetzt imap.servicehoster.ch. Das lasse ich jetzt mal alles auf Standard und dann muss ich hier noch den SMTP-Server angeben. smtp.servicehoster.ch. Und dann probiere ich jetzt mal, ob das Login denn tatsächlich schon klappt. Und siehe da, es hat jetzt auch schon funktioniert. Und jetzt habe ich hier auch schon einen Account hier mit meiner eigenen E-Mail-Adresse. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal einen neuen Chat aufmachen an mich. Ich sage jetzt mal mich, da kann ich auch mir eigene Nachrichten schicken und Notizen hinterlegen und sage jetzt mal Test. Hier könnte ich jetzt auch noch in den Einstellungen eben einstellen, bei Chats und Medien, durch Drücken der Eingabetaste absenden und ich könnte mir hier auch noch das Backup exportieren. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das sage ich jetzt hier auch wieder, speichere es einfach in meinem Home-Folder ab und dann hat er das auch schon. Jetzt sage ich hier nochmal abschicken, Test und jetzt hat er hier die erste Nachricht an mich selbst auch schon geschickt. Und jetzt habe ich hier in meinem E-Mail-Programm Evolution nämlich Delta Chat, also diesen Account hier auch schon eingerichtet. Meinen astronaut@spacefun.ch auch schon eingerichtet. Und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo, wenn ich jetzt hier irgendwas abrufe, ob hier irgendwo schon was angekommen ist. Und siehe da, hier hat er noch einen anderen Ordner, den brauche ich nicht. Ich habe hier auf der Hauptordnerebene einen Ordner Delta Chat erstellt und dort landen dann auch die Nachrichten. Die sind jetzt natürlich verschlüsselt mit meinem PGP oder GPG-Key und den könntest du aber auch importieren in dein E-Mail-Programm und dann würdest du die ganzen Chat-Nachrichten auch hier ganz normal als Nachrichten aufgelistet sehen. Ich stelle dann hier in den Einstellungen hier noch ein paar Sachen ein, wenn ich ein eigenes E-Mail-Konto hier verwende. Und zwar kann man hier dann auch noch ein paar Einstellungen unter Erweitert vornehmen, zum Beispiel normale E-Mails anzeigen, sage ich jetzt hier mal aus. Nein, ich möchte hier nur Chats anzeigen. Dann sonst würden auch meine ganzen E-Mails hier in diesem Programm aufschlagen. Das möchte ich natürlich nicht. Hier unten gibt es dann bei der Verwendung des E-Mail-Servers, des eigenen E-Mail-Kontos, auch noch mal ein paar extra Einstellungen. Die gibt es dann nur dann. Und dann könnte ich hier zum Beispiel sagen, Kopie an mich selbst senden, das finde ich noch sicher. Automatisch verschieben in den Delta-Chat-Ordner, das würde er für dich machen. Oder nur aus dem Delta-Chat-Ordner lesen. Ich würde das jetzt hier mal aktivieren, nur aus dem Delta-Chat-Ordner lesen. Dann müsste ich aber hier eine Filterregel erstellen, serverseitig. Wenn du das nicht kannst oder nicht möchtest, dann lass das so und er verschiebt dann die Nachricht automatisch in diesen Delta-Chat-Ordner. Diese Filter kannst du zum Beispiel hier, ich kann die hier bei mir in dem Webmailer einstellen, also ich habe hier einen Webmailer, dann liegen die Filter zentral auf dem Server und nicht auf meinem E-Mail-Client. Das ist viel besser, weil dann gelten die Filter wirklich für alles. Ich habe jetzt hier den Roundcube als Webmailer
und kann jetzt hier im Bereich Filter einen neuen Filter erstellen. Das mache ich jetzt mal und den nenne ich jetzt mal Delta Chat Filter. Für eingehende Nachrichten, und hier sage ich jetzt mal mit mindestens einer der folgenden Regeln, weil möchte ich vielleicht noch weitere hinzufügen, Bedingungen hinzufügen. Und hier ist es wichtig, dein Filter, der muss zum Beispiel die Header filtern können. Header, und jetzt muss ich mal gucken, denn alle E-Mails, das habe ich mir hier im E-Mail-Programm angelegt, haben hier so ein spezielles Header-Element, also im Nachrichtenkopf. Den kann ich mir hier einblenden lassen, Ansicht. Und dann kann ich hier zum Beispiel alle Nachrichtenköpfe oder Nachrichtenquelltext heißt das zum Beispiel zum Teil auch. Und dann wird hier der gesamte Nachrichtenkopf hier wirklich angezeigt. Und dann gibt es hier ein Headerfeld, das heißt Chat-Version. Das kopiere ich mir jetzt mal oder ich merke es mir einfach Chat-Version und kann dann hier in meinem Filter, den ich ja hier hatte, den Header Chat-Version enthält, sage ich jetzt mal, und dann 1, weil der war ja hier, wenn wir gesehen haben, war der ja auf 1.0. Wenn der irgendwann mal 2 ist, musst du den Filter natürlich entsprechend anpassen. Ich sage jetzt mal enthält 1, dann nimmt er auch 1.0. Und dann sage ich, führe folgende Aktion aus und sage hier Aktion, verschiebe die Nachricht nach und kann dann hier sagen, wieder in meinem Delta-Chat-Ordner auf der Hauptebene. Okay, und jetzt habe ich hier diesen Filter auch schon erstellt und dann kann ich das zentral hier machen und muss nicht die Client-Anwendung hier die Nachrichten hin und her schieben lassen, sondern macht das mein Server ganz automatisch. Das prüfe ich jetzt aber allerdings nochmal, dazu gebe ich wieder eine Testnachricht an mich selbst hier ein. Ich sage jetzt wieder Test 2. Okay, und diese Nachricht sollte jetzt hier dann auch angekommen sein. Ja, da ist sie auch schon. Die ist jetzt hier automatisch in diesen Delta-Chat-Ordner verschoben worden. Falls dir das zu kompliziert ist, dann kannst du das auch mit der automatischen Verschiebung machen oder du nutzt einfach dieses Konto, was der Dienst, also Delta Chat, das Projekt selber anbietet. Das ist natürlich am allereinfachsten, da musst du dich um gar nichts kümmern. Das waren jetzt wirklich schon Profi-Einstellungen, wenn du das mit deinem eigenen E-Mail-Programm verwenden möchtest oder mit deinem eigenen E-Mail-Konto, besser gesagt. Jetzt möchte ich nochmal schauen, ob wir diesen QR-Code irgendwie rüberbekommen auf meine andere Maschine. Das ist jetzt hier meine Spacefun-Installation. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich dann nochmal kopieren auf meine TuxWiz-Installation. Und dazu habe ich ja jetzt hier in meinem Home-Ordner Dokumente diesen QR-Punkt-Text. SCP, das kann ich dann mit über SSH verschieben, SCP-P QR-Punkt-Text und dann tux@ 192.168.1.190. Die kannst du natürlich auch über einen USB-Stick übertragen oder sonst irgendwas. Doppelpunkt, dann muss ich jetzt natürlich noch einen Verzeichnispfad eingeben, HomeTux in dem Fall. Jetzt gebe ich hier mein Passwort ein. Und jetzt sollte hier auf meiner TuxWiz-Maschine, gucke ich jetzt da auch nochmal drauf, direkt auch schon diese Datei tatsächlich angekommen sein. Da gucken wir jetzt hier nochmal im Home-Folder, hier, und da ist sie auch schon. Und da, nein, da sage ich jetzt mal nein, da sehe ich jetzt auch schon diesen langen Link. Ich mache jetzt hier den Zeilenumbruch noch an und da habe ich den jetzt dann auch schon. Und dann schauen wir mal, ob wir den jetzt hier irgendwie hinzugefügt bekommen. Name oder E-Mail-Adresse eingeben. Jetzt, wenn ich die E-Mail-Adresse kenne, kann ich die auch einfach eingeben oder den QR-Code eben abscannen. Ich gucke mal, ob ich, wenn ich das im Browser öffne, wie das Ganze dann funktionieren könnte. Ich öffne jetzt hier mal den Browser, öffne da diesen Link, mal gucken, ob er, aha, Open Chat. Anwendung auswählen, Delta Chat, Link öffnen. Chat mit Leo. Okay. Schließen. So. Da müsste ich natürlich dann die Benachrichtigung in dem E-Mail-Programm auf diesen Ordner abstellen, sonst kommt da immer ein Pop-up bei jeder Chat-Nachricht und das kann natürlich ein bisschen nervig sein. Also hier hat er jetzt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versucht, noch zu etablieren. Da ist er noch dran, das dauert eine Weile. Ich kann jetzt schon mal versuchen, eine Nachricht zu schicken. Test an Leo. Und jetzt schauen wir parallel nochmal auf meine Spacefun-Installation und gucken mal, ob da irgendwas angekommen ist. Da ist die Nachricht von Astronaut tatsächlich schon angekommen.
Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch Gruppen erstellen und vielleicht erstelle ich auch eine Spacefun-Gruppe und dann könnte der mal beitreten und dann können wir uns dort auch gemeinsam austauschen. Den Link würde ich euch natürlich in die Beschreibung packen und dann schauen wir mal, ob das Ganze mit der Gruppe auch funktioniert. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit DeltaChat, probiere es aus. DeltaChat gibt es natürlich auch für das Handy, das kannst du hier auch herunterladen, finden oder auf der Hauptseite, da gibt es ganz verschiedene Versionen. Das Ganze gibt es auch im F-Droid Store, ist also freie Software. Du kannst es also einfach direkt herunterladen und es funktioniert auf dem Handy wirklich auch sehr, sehr gut. Auf dem Handy kannst du dann dein Backup einfach importieren und dann hast du deinen gleichen Account, den du jetzt hier auf dem Desktop eingerichtet hast, natürlich auch schon auf dem Handy. So einfach ist das Ganze. Diese E-Mail-Adresse, wenn du jetzt diese E-Mail-Adresse wissen willst, die findest du jetzt zum Beispiel hier auch unter den Einstellungen. Da wird sie dir auch nochmal angezeigt und die E-Mail-Adresse kannst du auch einfach deinen Freunden oder deiner Familie einfach weitergeben. Und dann finden die dich auch hier über den Plusknopf und geben dann die E-Mail-Adresse ein und dann wirst du dort auch schon gefunden. Falls du Fragen hast, kannst du auch bei uns in die Community kommen. Die findest du hier auf Spacefun. Im Bereich Community, klick einfach drauf und dann kannst du dich mit deinem Ticket anmelden und schon geht's los. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Viel Spaß mit DeltaChat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!